Der Frühling ist da und vielleicht habt ihr auch schon euer Fahrrad fit gemacht. Erinnert ihr euch noch an ein ganz besonderes Fahrrad, ein Tandem, das Elvis im Rahmen der Dreharbeiten für den Film Elvis That's the Way It Is gefahren hat? Erinnert ihr euch? Und erinnert ihr euch auch, wo dieses Fahrrad dann hinging? Genau da gehen wir heute gemeinsam hin. Ich lade euch ein, mit mir nach Luxemburg zu gehen. Luxemburg, that's the way it was. Was uns dort erwartet, gleich nach dem Intro. Elvis Presley. Ja, liebe Freunde, auf Einladung von Stephen Pittman habe ich mich auf den Weg nach Luxemburg gemacht. Ich habe dort seine Show, sein Farewell-Konzert besucht. Ich habe mit Menschen gesprochen, habe sie interviewt, ich habe die Musik genossen und so viel schon mal vorweg. Es war eine grandiose, eine tolle Show. Aber nicht nur das, ich habe dort auch meinen Freund Daniel getroffen. Ein Bekannter aus Baden-Nauheim, ein Luxemburger, der hat mir nicht nur sein kleines, aber feines Land gezeigt, sondern auch großartige Elvis-Sammlungen. All das in diesem Video und wir legen sofort los, auf nach Luxemburg. So, ich stehe hier in der Philharmonie in Luxemburg und jetzt geht es gleich los mit Stephen Pittman, mit seinem Abschiedskonzert. Ich bin gespannt, ich war noch nie in meinem Leben in Luxemburg und Stephen Pittman kenne ich natürlich und ich wünsche ihm jetzt toi 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 für die Show und bin jetzt gespannt, was mich jetzt und die vielen Zuschauer hier, es sind wirklich sehr, sehr viele Menschen da, erwartet. Und ihr seid mit dabei. Meine Damen und Herren, schönen guten Abend. Ladies First, die Petra Michel natürlich, allseits bekannt auf meinem Kanal. Petra, du warst auch hier heute, wie hat es dir gefallen? Wunderbar, einmalig. Traurig natürlich, dass es keine großen Shows mehr vom Steven geben wird, aber es gibt ja Alternativen von ihm. Er widmet sich anderen Dingen und ich denke, das ist auch toll. So, jetzt freue ich mich ganz besonders, den Hauptakt des heutigen Abends hier zu haben. Stephen Pittman. Zunächst, Stephen, Dankeschön für die Einladung. Ich war noch nie in Luxemburg, es war eine weite Strecke, aber ich muss sagen, es hat sich gelohnt. Höchste Zeit. Von der ersten bis zur letzten Minute. Wie sind die Eindrücke so kurz nach der Show? Ich bin immer noch überwältigt. Also es war ein oft ausverkauftes Haus und das war natürlich so mein großer Traum, mein Ziel. Und ja, das erreicht zu haben, war wirklich sehr, sehr cool. Und ja, weil es halt mein letztes großes Konzert war mit Band, natürlich ein lachendes, ein weinendes Auge, aber 25 Jahre, ich blicke gerne
drauf zurück, aber es ist auch eine schöne Zeit jetzt, um ein bisschen kürzer zu treten. Also selber als Elvis-Imitator. In one night with you is what I'm not praying for. The things that we took a plan would make my dreams come true. Spend a minute and a saxophone, Bill Jones blowing on the side trombone. Don't roll down the old Pat back. Oh, real legend was a bird, that's a rock. Everybody, that's a rock. Everybody in the wholesale block was dancing to the chain. Und ich habe gehört, er ist auch weiterhin in der Organisation mitbeteiligt für Bad Nauheim. Das ist selbstverständlich, nachdem der letzte Jahr das so ein toller Erfolg war, ist natürlich das in diesem Jahr auch wieder geplant. Diesmal natürlich im November, vom 21. bis 23. November. Und wir sind schon gewaltig in der Planung. Wer noch dabei sein will, es gibt nur noch ganz wenig Zimmer im Hotel Dolce. Also wir sind schon richtig super im Verkauf. Also wer Lust hat, ich kann es nur empfehlen, mit den weltbesten Elvis-Interpreten eine geniale Show im Jugendstiltheater des Hotel Dolce Bad Nauheim. In everlasting words, and dedicate them all to me. And I will give you all my life. I'm here if you should call. Ich bin noch im Alter gekommen, wo ich viel trinken muss. Das war nicht so clever, ne? Dass ich 45 Jahre bin. One of my favorite songs, einer von meinen Lieblingstiteln von Helene von Elvis. Schwese. Schauen wir ein bisschen deine Show an. Du hast mit Rock'n'Roll-Songs begonnen. Dann war so ein erster Schwerpunkt so ein bisschen Las Vegas 69. Ist das deine Lieblingszeit von Elvis? Also 70er Jahre auf jeden Fall, 69 bis 72, so diese Zeit. Mir gefallen auch die 68er Sachen vom NBC Comeback, aber so wenn ich jetzt Vegas eine Zeit rauspicke, dann 69, 70, 71. Und dann hatten wir ja im zweiten Teil dann dieses große Orchester, was für mich persönlich nochmal ein Riesenhighlight war. Ich war in Bad Nauheim schon begeistert, bist hier Organisator, aber jetzt hast du nochmal eine Schippe draufgelegt mit Streichern. Wie kam der Kontakt zustande? Ja, also ich hatte vor 2 Jahren, glaube ich, eine große Anfrage aus Südfrankreich für ein Elvis-Konzert und die wollten unbedingt Streicher dabei haben. Und durch die Celebrations, die ich immer in Bad Nauheim auch dabei habe, der Sven, der Keyboarder, der kennt Felix, also den Dirigent. Und der hat uns damals zusammengebracht und wir sind dann alle mit dem Tourbus nach Südfrankreich gefahren. Und das war so eine tolle Erfahrung. Und jetzt für die Philharmonie habe ich gedacht, das wird natürlich wieder sehr passend mit Streichern. Und da habe ich dann natürlich direkt an Felix und die Memphis Strings gedacht. So, jetzt freue ich mich ganz besonders. Ich bin ja selbst Musiker, bin Trompeter. Mir blüht immer das Herz auf, wenn ich so ein tolles Orchester erlebe, wie das, was heute Abend hier war. Ich habe jetzt den Dirigenten des Orchesters, der die Show heute begleitet hat, hier. Herzlich willkommen. Sie stellen sich kurz vor. Hallo, vielen Dank. Auch herzlich willkommen. Ja, mein Name ist Felix Wiegand aus Würzburg und ich habe heute die Streichergruppe mit der Band zusammengefügt und war sehr
toll, hat total Spaß gemacht heute. Ja. Richard Strauss, also sprach Zarathustra, so gingen alle Elvis-Shows in den 70er Jahren los. Für mich eines wirklich der Highlights, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ich fand es so toll, auch mit den Pauken, mit den Kesselpauken, also das war sensationell. Wie ist es eigentlich, wenn man jetzt aus der klassischen Musik kommt und jetzt in dieses Genre hier eindringt, sag ich mal, Rock'n'Roll, Popmusik, Country? Das Ding ist, ich komme tatsächlich aus beiden Genres. Also ich bin tatsächlich mit Rock'n'Roll aufgewachsen. Ich bin Kontrabassist hauptberuflich, habe dann klassischen Kontrabass studiert, habe auch viel im Orchester gespielt. Also ich kenne mich, bin wirklich in beiden Welten zu Hause und nach wie vor und bin aufgewachsen in beiden Welten und fühle mich auch, deswegen ist für mich diese Kombination, die Elvis Presley in den 70er Jahren gemacht haben, eigentlich auch die Zusammenführung von diesen Genres. Einmal die klassische Musik, ein bombastisches Orchester, auf der anderen Seite Rock'n'Roll vom König. Also das ist für mich ein Traum. Und dann aber hier in so einem Haus, also sprach Zarathustra mit so einer großen Besetzung, voll ausverkauft machen zu dürfen, ist natürlich ein unglaubliches Erlebnis. Da bin ich auch selbst total geflasht und kriege Gänsehaut. Ja, es waren ja absolute Highlights dabei, auch gerade auch die Streicherarrangements. Für Elvis Presley hat ja Glenn D. Hardin die ganzen Arrangements seinerzeit gemacht. Wie seid ihr an die Arrangements gekommen? Die habe ich alle verfasst. Genau. Also ich habe auch ein eigenes Elvis-Projekt und da haben wir uns quasi jetzt mit dem Steven ausgetauscht, haben unsere Streicher-Section hier zum Steven gebracht, weil für sein Farewell-Konzert hat er uns gefragt, ob wir es gerne mit ihm machen. Ich habe in der Vergangenheit schon ein paar Mal mit ihm zusammengearbeitet und super klasse Typ und da habe ich gesagt, ja, das machen wir sehr gerne und da haben wir quasi aus dem Bestand, er hat ein paar extra Wünsche gehabt, die habe ich dann extra noch für das Konzert arrangiert und geschrieben, genau, und da haben wir es dann heute zusammengesetzt. Was ist Ihr persönlicher Favorit von den Songs jetzt, also von den Elvis-Songs, wo Sie persönlich sagen, das ist mein Favorit, das ist mein Song? Also es gibt sehr viele. Jetzt einen Song heute tatsächlich, wo ich unglaublich mich gefreut habe, dass wir den spielen, bei If You Talk in Your Sleep, weil es einfach, da kommt alles zusammen, Funk, da sind die Streicher, haben eine ganz wichtige Aufgabe. Aber ich persönlich bin auch ein ganz großer Rock'n'Roller, weil ich auch vom Kontrabass herkomme, stehe auf die ganzen Rock'n'Rolls. Also wie gesagt, es gibt 1000 Lieblingslieder aber gerade diese Kombination, die er auch in den 70er Jahren eben gemacht hat, ist für mich auch was Besonderes. Weil Sie den Kontrabass erwähnt haben, da war ja auch FIFA mit dabei, da war zwar das Orchester jetzt nicht beteiligt, aber schönes Kontrabass-Solo zu FIFA mit dieser Publikumsnummer war auch ein Highlight.
put your arms around me. I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold tight. Fever in the morning, fever all through the night. You give me fever. Jetzt freue ich mich, ich habe einen Show-Act heute hier sitzen. Ganz großartige Performance abgeliefert in der Steve Pittman Show. Ich habe die Cheyenne hier. Sie war seine Co-Partnerin. Das Interview werden wir jetzt in Englisch führen mit deutscher Sprache. Es ist bei ihr nicht so gut und mein Französisch ist auch zu schlecht, also probieren wir es in Englisch. So Cheyenne, zunächst mal ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war eine fantastische Show heute von dir auch. Wie lange stehst du schon auf einer Bühne? Nun, ich würde sagen, etwas über 10 Jahre. Ich habe mit 11 angefangen, als Frontsängerin in der Rockabilly-Band meines Papas zu singen. Deine Stimme erinnert mich irgendwie ein bisschen an Tina Turner, ja? Yeah. You had, für mich das Highlight war How Great Thou Art, du am Piano. Ist das dein Lieblings-Elvis-Song? Ja, heute Abend war es mein Lieblingslied. Ich habe schon viele Komplimente für dieses Lied von verschiedenen Leuten bekommen. Es ist ein sehr emotionaler Song und somit sehr herausfordernd für mich. Das Piano ist auch eigentlich nicht mein Hauptinstrument, sondern der Gesang. Mein zweites Hauptinstrument ist die Gitarre. Es war heute also eine sehr große Herausforderung, das Piano zu spielen, aber ich bin sehr zufrieden. It sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. Ich war letzten Oktober auch in Bad Nauheim, als du bereits gesungen hast. Und ich muss sagen, es war damals schon gut, aber heute war es sogar noch mal besser. Ja, da stimme ich dir zu. Ich war so nervös in Bad Nauheim, da es so ein großes Event war. Es hat mir viel bedeutet und ich habe mich nicht perfekt vorbereitet gefühlt. Heute war es etwas besser und ich bin sehr zufrieden. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on everyone, tell me why, oh why, oh why won't that sun go Wie sieht's mit den Duets aus? Ist das deine Lieblingsart, einen Song zu singen, oder singst du ihn lieber für dich alleine? Was magst du lieber? Es sind zwei verschiedene Dinge. Ich liebe es, alleine zu singen, aber ich liebe es auch, von anderen Musikern umgeben zu sein. Ich genieße es sehr. Auch wenn es ein anderes Gefühl ist, liebe ich es, die Energie der anderen zu spüren. In einem Duett kannst du die Harmonie mit der anderen Person spüren. Das gefällt mir sehr. Ich kann nicht genau sagen, ob ich es lieber mag, aber ich mag es wirklich sehr. For me it was very interesting. Für mich war es sehr interessant zu sehen bei Don't Cry Daddy, glaube ich, war das, als ihr zunächst einstimmig gesungen habt, unisono, und dann später gingst du in die zweite Stimme. War das Zufall oder war das geplant? Was it by accident or was it the plan to do this in this way? Don't cry, Daddy.
ice on your back again. Oh, darling, please don't cry. Das war geplant. In der Probe meinte der Bassspieler, du solltest etwas anders machen. Er meinte, ich sollte eigentlich den Background-Gesang machen, aber im letzten Moment entschied er sich dagegen. Und so haben wir es dann auch belassen. Denn die zweite Stimme kommt im zweiten Teil des Liedes, sodass es eher eine Entwicklung im Lied darstellt. Ja, nochmal Cheyenne, es war wirklich sensationell, was du heute abgeliefert hast. Ich glaube, dass deine Karriere gerade erst am Anfang steht und ich hoffe, dass das jetzt so weitergeht. Ich wünsche es dir auf jeden Fall. Ja, ich habe auch andere Projekte in Paris, wo ich auch wohne, am Laufen und hoffe natürlich, dass diese Projekte auch ein Erfolg werden. Ich freue mich sehr darauf. Ja, ich wünsche dir nur all das Beste und jetzt eine ganz tolle Party für dich. Jetzt haben wir den Bernie hier. Wie war's? Gerd, fantastisch. Sensationell. Es war nichts anderes zu erwarten. Steven ist halt Koryphäe, ja, Elvis-Bekenner seit 25 Jahren und länger wahrscheinlich. Wir freuen uns schon auf November, wenn wir gemeinsam wieder halt zeigen, was wir gemeinsam erreichen können mit namhaften Künstlern. Was hat dir heute am besten gefallen? Gab es so Highlights, wo du sagst, das hat mich besonders gepackt, das war besonders gut? Ach gut, ich denke, einzelne Punkte kann man gar nicht rausschreiben. Es war einfach insgesamt genial mit Newcomer Cheyenne, ja, im Duett, als Solist, mit dem Publikum. Der ganze Abend war einfach sensationell. Wie gesagt, fantastischer Abgang für ihn, fantastisches Ende seiner offiziellen Karriere auf großen Bühnen. Aber wir werden ihn sicherlich hier und da erleben, wie er selbst gesagt hat, auf Geburtstagen, vielleicht auch auf deinem oder meinem oder auf ihr oder irgendjemand hier im Saal wird er auftreten. Wir werden ihn sehen, spätestens im November. Und jetzt verrät uns abschließend die Petra noch, was sie für ein tolles Getränk hier drin hat. Das ist ein Cremant. Lecker, schmeckt super. Okay, das sind die ersten Eindrücke hier von der Aftershow-Party. Dranbleiben. And I'm living over the London roads, blazing the street as a cold blows in the ghetto. Wenn du die letzten 25 Jahre so ein bisschen Revue passieren lässt, was sind so deine Highlights, die dir in Erinnerung geblieben sind? Oh, da gibt es so viele. Es sind manchmal die kleinsten Auftritte mit, keine Ahnung, 50 Personen, wo du so spezielle Momente erlebst mit Fans. Und dann natürlich so Abende wie heute in der Philharmonie vor ausverkauftem Haus. Das wird natürlich so in meine Geschichte eingehen als einer der absoluten Highlights. Aber dann auch meine Elvis-Wochenenden, mein Jailhouse Rock Festival jetzt seit 7 Jahren. Aber es ist einfach auch die Menschen, die ich kennengelernt habe. In ganz Europa, in Amerika, in Asien. Alles durch die Musik von Elvis. Und wenn ich halt Revue passieren lasse, wie viele Menschen ich nicht kennen würde, wenn ich nicht die Musik von Elvis halt kennengelernt hätte und dann halt auch als Performer irgendwie geendet hätte oder diese Laufbahn eingeschlagen hätte, dann wird mir sehr, sehr viel fehlen in meinem Leben. Also diese persönlichen Kontakte, sehr gute Freunde, das ist so unzählige Momente. Also 25 Jahre ist eine lange, lange Zeit. All I ask you
Du bist Amerikaner, haben wir heute erfahren, und Luxemburger, beides? Ja, ich bin also gebürtiger Amerikaner, ich bin am amerikanischen Stützpunkt in Deutschland geboren und habe dann die ersten Jahre meines Lebens in Amerika gelebt, auch die Schule da besucht und dann nach Deutschland umgesiedelt. Meine Mutter war deutsch und jetzt seit 25 Jahren, ein bisschen mehr sogar, jetzt in Lützeburg und habe auch jetzt seit 3 oder 4 Jahren jetzt die Luxemburger Nationalität. Wir können uns, denke ich, trotzdem weiterhin freuen auf Bad Nauheim-Festivals, zusammen mit Petra Michel, die du organisierst. Absolut. Also ich selber werde halt nicht mehr im Mittelpunkt und auf der Bühne stehen so oft, aber das eröffnet mir halt mehr Zeit, um meine Ideen umzusetzen. Und ich habe viele Ideen, die in Zukunft umgesetzt werden müssen und umgesetzt werden wollen. Und ja, das Elvis-Wochenende Bad Nauheim, letztes Jahr war die Generalprobe und die ist geglückt und wir freuen uns alle schon auf November. Das wird absolut ein Highlight nach dem anderen sein auf der Bühne und wir haben die nächsten 5 Jahre das Dolce fix gemacht für das zweite Wochenende im Oktober und 26 wird der Hammer. 25 wird natürlich gut, das Line-Up steht ja, ist schon bekannt, aber 26 habe ich schon einige Superstars reserviert. Wir sind sehr gespannt in Elvisville, das wird auch wieder dabei sein im November. Könnt euch wieder über ein Doku-Video freuen und ich freue mich natürlich auch auf die Shows und auf das, was wir von dir noch erwarten dürfen, wenn auch vielleicht nicht mehr so viel auf der Bühne, aber dann zumindest im Hintergrund als Organisator. Stephen, vielen herzlichen Dank. Letzte Frage, seit wann bist du Elvis-Fan und nenne mir deinen Lieblingssong oder die Lieblingssongs? Ja, also unvergessener Moment, der 16. August 77. Da bin ich zum Fan geworden, 24 Stunden lang Elvis gelaufen und das hat mich dermaßen berührt. Lieblingssongs, ist ganz schwierig, also Always on My Mind. Little things I should have said and done. I just never took the time. You're always on my mind. You're always on my mind. Und dann aus den 50s gefällt mir zum Beispiel solche wie Don't Be Cruel und Heartbreak Hotel. Ich liebe Are You Lonesome Tonight und ja, also es ist als Elvis-Fan schwierig, einen einzigen rauszupicken, aber es sind so meine paar Favorites. Stephen, vielen herzlichen Dank, es war ein großartiger Abend und ich freue mich nicht nur, dass ich dich kennengelernt habe, dass ich auch Luxemburg kennengelernt habe und eine tolle Show heute erleben durfte. Ich werde noch einen Tag hier verbringen. Danke für die Einladung und ich wünsche dir alles Gute weiterhin und wir sehen uns spätestens in Bad Nauheim. Ich freue mich auch, dass ich dich kennenlernen durfte in Bad Nauheim und freue mich auf das, was noch kommt. Prima, wunderbar, Dankeschön. So, ich befinde mich jetzt in einem, ja, wie soll ich sagen, einem Eldorado für Elvis-Fans. Eine der geilsten Sammlungen, die ich bisher gesehen habe, hier in Luxemburg. Und ich begrüße jetzt ganz herzlich den Daniel. Bei ihm bin ich jetzt zu Gast in seinem Keller, in seinem Elvis-Keller. Hallo Daniel. Hallo, guten Tag. Der Daniel ist euch bereits bekannt, er war nämlich schon mal in einem meiner Videos zu sehen in Bad Nauheim. Aber trotzdem, Daniel, vielleicht stellst du dich kurz einfach mal vor. Ja, ich bin der Daniel, wohne in Luxemburg, 51 Jahre alt, ja, und bin jahrelang schon Elvis-Fan. Und du warst gestern, wie ich ja auch, bei Stephen Pittman, bei seiner Farewell-Show. Ganz einfach gefragt, wie ist dein Eindruck, wie hat es dir gefallen? Es hat mir sehr gut gefallen, Sound war alles sehr gut, ich bin nicht enttäuscht, alles super. Danke, Steven.
Ja, ich werde es ihm ausrichten. Was waren so für dich die Highlights in der Show? Sind dir irgendwelche Sachen hängen geblieben, wo du sagst, das war so für mich der Höhepunkt oder mehrere Höhepunkte? Ja, was super war, das waren die Streicher und wie gesagt, das Trombon, ne? Diese Trommel da, also super live alles. Das ist wirklich gut hängen geblieben, ja. Das war gut. Super. Ja, du wirst uns ja heute Luxemburg zeigen. Wir sprechen mal ein bisschen über Elvis und Luxemburg. Das hört sich auf den ersten Moment, denkt man ja, was hat Elvis mit Luxemburg zu tun? Aber wie wir feststellen werden und festgestellt haben, eine ganze Menge. Vielleicht kannst du uns kurz die Geschichte von 1970 vom That's the Way It Is Film erzählen. Ja, im Originalfilm Elvis That's the Way It Is von 1970 ist eine Szene drin oder mehrere Szenen drin, wo das Fahrrad, wo Elvis damit gefahren ist, das Tandem, das Rote, versteigert wird. Und da gibt es auch Szenen, wo man damit fährt oder auch vom Grand Theater de Luxembourg, das große Theater, wo das eben dann verlost wurde. Das ist alles hier in Luxemburg passiert. Und da gehen wir jetzt mal hin. So, ich stehe jetzt hier am Boulevard Roosevelt. Wer von euch den Film That's the Way It Is kennt, nicht die Special Edition von 2000, sondern die Originalversion von 1970, der wird sich an diese Straße erinnern, als der Luxemburger Elvis Fanclub im Film zu sehen ist. Das wurde hier an dieser Straße gedreht. Ja, also doch interessante Spuren hier. Was ist aus dem Fahrrad geworden? Wissen wir was? Mir ist leider nicht bekannt, wo das Fahrrad hingekommen ist. Gar keine Ahnung, wo das ist. Keine Ahnung. Ich habe schon mal probiert, aber keine Ahnung. Nichts rausgefunden. Okay, dann sprechen wir ein bisschen über dich, Daniel. Wir sitzen ja hier in deinem Heiligtum, hätte ich jetzt fast gesagt. Du bist Elvis-Sammler seit wie vielen Jahren schon? Es ist unglaublich. Es gibt Fotos mit 10 Jahren, da hatte ich schon ein T-Shirt von Elvis an. Also von klein auf kann man sagen. Ne? Von klein auf an. Du hast ja eine stolze Sammlung. Vieles Vinylschallplatten, CDs, alles eigentlich, DVDs. Ne? Was sind denn so vielleicht deine interessanteste, die du im Regal stehen hast? Ja, da gibt es, wie gesagt, mehrere. Ich habe ja auch die Sun Records, die Originalen in 75er Shellac. Aber ich habe auch verschiedene Promos. Elvis Madison Square Garden, die gefällt mir einfach, weil kein Bild drauf ist. Es ist ein Doppelalbum. Und ja, das ist einfach. Man hat irgendeinen Bezug zu verschiedenen Alben. Die gefällt mir am meisten. Weißes Promo-Label. Elvis at Madison Square Garden. Genau. Ich habe ja gesehen im Treppenhaus, dass du original Kinoplakate hast von Elvis-Filmen. Wie bist du an die Sachen gekommen? Ja, solche Sachen bekomme ich von verschiedenen Elvis-Händlern, wo ich weiß, dass das auch korrekt ist. Genau. Ich kann Werbung. Das ist der Johann, Elvis Corner NL. Da kann man so Sachen auch bekommen. Okay, und sprechen wir nochmal kurz über die Shellac, über die Sun Shellacs, die 78er. Wie oft hast du sie abgespielt? Sei ehrlich. Nur einmal und dann eingerahmt. Einmal. So gehört sich das für einen Sammler. Da muss man ja wirklich vorsichtig sein, gerade bei den Shellac-Platten, weil wenn sie runterfallen, zerbrechen sie ja auch. Also ich habe ja auch ein paar Shellacs, allerdings keine von Elvis, muss ich dazu sagen. Ja, die Sammlung soll größer werden oder hat sie ihren Zenit erreicht? Also die Sammlung wächst noch, aber irgendwie, es kommt nicht mehr so viel dazu allgemein. Ne? Es kommt nur noch die Follow Their Dreams dazu.
Aber Bootleg, das sind meistens Wiederholungen und ich weiß nicht, ob noch viel passieren wird, Thema Musik allgemein bei Elvis. Ich weiß, ja. Aber natürlich hatte Daniel in seiner Sammlung viele, viele Schätze, die er hier gar nicht im Interview erwähnen konnte. Es hätte den Rahmen gesprengt. Hier sehen wir die Original-Zeitungsausgabe vom Tag nach dem Tod von Elvis, der Commercial Appeal. Herausragend auch diese Menükarten aus dem Las Vegas Hilton oder dem Sahara Tahoe Hotel, also echte Getränke- und Speisekarten, die im Showroom gereicht wurden, als Elvis dort auftrat. Hier sehen wir auch Original-Merchandising für Teenager aus den 50er Jahren von Elvis. Großartige Koffer. Hier ein Pullover, den Elvis mal jemanden geliehen hat, der keinen Pullover hatte, und der wollte ihn Elvis zurückgeben, aber Elvis wollte ihn gar nicht zurück. Ja, und hier natürlich auch CDs in der Sammlung, CDs und DVDs. Hier das Prunkstück aus Pine Bluff, der Fanschal von Elvis, ein Originalschal, den er im Konzert weggegeben hat. Hier sehen wir jetzt den Vertrag, den Elvis und die Sweet Inspirations unterschrieben haben für eine Tournee. Und hier nochmal, wie sich das gehört, ist die Tür im Keller natürlich mit Elvis beklebt. Interessant auch dieser Ring, ein Elvis-Ring mit 1935 bis 77 und den Initialen TCB, Taking Care of Business. Okay, Daniel, was gibt's für Pläne? Du warst ja schon mal in Graceland, ne? Ich habe Fotos gesehen. USA-Reise, irgendwas in der Richtung nochmal geplant? Oder was hast du im Hinblick auf Elvis vielleicht noch für Ziele oder Vorstellungen? Also, was ich vorhabe, ist mal zu gucken, wie die Preise jetzt werden, ne? Für 2027 nochmal nach Graceland zum Elvis seinem Todestag, zum 50. dann rund dahin zu bekommen. Ja, dahin zu fahren. Und jetzt hast du ja versprochen, dass du mir noch ein bisschen was von Luxemburg zeigst. Ja. Und da freue ich mich jetzt drauf und da machen wir uns jetzt auf den Weg. Machen wir. Jetzt stehe ich hier vor dem großen Theater, dem Grand Theatre von Luxemburg. Wer Elvis That's the Way It Is gesehen hat 1970, der weiß, dass hier ein Fahrrad verlost wurde. Hier in diesem Theater sind damals die Imitatoren, die Elvis Tribute Artists, wie immer man sie nennen will, aufgetreten und das Fahrrad wurde auch verlost. Tolle Location hier.
Ja, Daniel, jetzt haben wir dein Reich Luxemburg mal gesehen. Ich war das erste Mal hier. Ich war jetzt wirklich begeistert. Es war ganz toll. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du die Zeit genommen hast. So müsste es sein. Elvis-Fans, die sich gegenseitig unterstützen. Ich hoffe, dass ich das auch mal wieder machen kann. Aber ich gebe dir ja jetzt auch die Präsenz im Kanal hier mit doch vielen Zuschauern. Und ich freue mich darauf, dass wir uns hoffentlich bald mal wiedersehen. Vielen herzlichen Dank für diesen tollen Tag. Und ich wünsche dir alles und deiner Frau natürlich alles Gute. Dankeschön, gleichfalls, wunderbar. Bedanke mich auch. Tschüss. Ja, abschließend werdet ihr euch vielleicht die Frage stellen, was ist denn jetzt aus diesem Fahrrad tatsächlich geworden? Daniel konnte es mir nicht beantworten. Ich musste ein bisschen recherchieren, ich bin aber tatsächlich drauf gekommen. Dieses Fahrrad steht heute noch in den USA bei einem Sammler. Und er hat wiederum das von jemandem aus Florida erworben und dieser Mensch aus Florida hat es von dem Gewinner, den wir vorhin gesehen haben, erworben. Also das Fahrrad ist wieder zurückgekehrt in die USA und kann bei einem privaten Sammler angesehen werden. So viel dazu. Bevor wir aber jetzt ganz Schluss machen, habe ich noch eine sensationelle Vorankündigung für euch. Es wird demnächst ein Interviewvideo geben mit keinem geringeren als Jerry Schilling. Ich lade euch jetzt schon ein, Fragen an mich zu schicken. So, das war's. Wann das genau kommt, werdet ihr alles noch erfahren. Die Detailbesprechungen laufen noch, aber ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Ja, das wäre es für die heutige Ausgabe gewesen. Ein doch relativ langes Video, aber es waren tolle Tage in Luxemburg. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder mit dabei. In diesem Sinne, ciao und servus, euer Gerd, bis nächste Woche. Long live the King. Also, ich mache jetzt nochmal eine Pause hier auf dem Rückweg. Und wie ihr seht, keine Schleichwerbung. Aber eigentlich wäre es doch mal an der Zeit, dass diese Fastfood-Ketten mal Elvis Erdnussbutter-Sandwich anbieten, oder? Was meint ihr?